In dem heutigen Video erzähle ich euch etwas über die 3 Basics des Gefühlefühlens. Es gibt nicht 3 Dinge, die sind quasi das Fundament für jedes Fühlen und Zulassen eines Gefühls und einer Emotion. Und dieses Fundament ist so wichtig, damit ihr euch quasi erlauben könnt, damit ihr den Mut habt, durch ein Gefühl hindurchzugehen, anstatt es wegzudrücken und zu kontrollieren. Weil das ist meine These. Wir haben jetzt Jahre um Jahre, Generationen um Generationen unsere Gefühle und Emotionen weggedrückt. Wir haben versucht, sie zu kontrollieren. Wir haben gegen sie gekämpft. Und sie sind immer noch da. Und es werden immer mehr Generationen an Kindern geboren, die scheinen ihren Emotionen und Gefühlen viel näher zu sein und sie zum Ausdruck zu bringen, bevor die Gesellschaft beginnt, ihnen beizubringen, dass man keine Gefühle und Emotionen, am besten keine hat oder zumindest keine zeigt. Und meine Idee ist zu sagen, es gibt einen Grund, warum wir fühlende Wesen sind, warum der Mensch ein fühlendes Wesen ist, warum wir Emotionen und Gefühle haben. Und um das erleben zu können, um unser Erleben und Erfahren reicher zu machen, bunter zu machen, brauchen wir Gefühle und Emotionen. Aber um das zulassen zu können, brauchen wir diese 3 Basics, über die wir uns bewusst werden müssen, um das alles erfahren zu können, in seiner Ganzheit. Im Grunde genommen sind es ganz simple Basics. Und der erste Schritt, der erste Basic, den ich euch vorstellen möchte, ist Bewusstsein. Ihr müsst Bewusstsein in euch hineinbringen. Ihr müsst euch bewusst darüber werden, dass ihr Gefühle habt, dass ihr Emotionen habt, dass ihr Gedanken habt, dass ihr einen Körper habt und dass all das gemeinsam euer Erleben und Erfahren ausmacht. Dieses Bewusstsein zu leben ist ein Commitment. Jeden Moment eures Tages könnt ihr euch bewusst werden darüber, oh, da ist gerade ein Gefühl in mir, auch wenn ich das nicht benennen kann, oder ist gerade eine Emotion, die aufblubbert. Oh, das ist gerade mein Körper, der irgendetwas macht, vielleicht habe ich Schmerzen. Interessanterweise sind wir die meiste Zeit unseres Tages in unseren Köpfen, statt in unserem Bewusstsein, in unserem Körper zu sein und wahrzunehmen, was geht in unserem Körper vor. Als Beispiel, wenn ihr einen Schmerz habt, ihr stößt euch irgendwo, ihr schneidet euch oder verbrennt euch, dann geht euer Bewusstsein automatisch zu dieser Stelle im Körper hin. Und das Erste, was wir machen, ist etwas dagegen tun. Wir wollen dieses Bewusstsein nicht bei diesem Schmerz haben. Aber in dem Moment ist euer Bewusstsein in eurem Körper und nimmt wahr, was da passiert. Und dieses Bewusstsein könnt ihr bewusst steuern, sodass ihr bewusst wahrnehmt, wann kommt eine Emotion, was macht die Emotion mit mir, wann geht sie wieder, was passiert. Also der erste Schritt ist, werdet euch darüber bewusst, werdet euch bewusst, dass ihr Emotionen habt, werdet euch bewusst, dass ihr Gefühle habt, werdet euch bewusst, dass ihr fühlende Wesen seid und dass es okay ist zu fühlen. Zweiter Basic ist beobachten. Wenn ihr euch bewusst darüber werdet, diesen kognitiven Schritt zu gehen, oh, ich bin mir bewusst, ich bin ein fühlendes Wesen, ich fühle und ich habe Emotionen, kommt als nächste Basic die Beobachtung hinzu. Das heißt, ihr werdet neugierig darauf, was passiert in mir, wenn ich etwas fühle? Was passiert in mir, wenn eine Emotion hochkommt? Und anstatt euch mittreiben zu lassen von der Emotion oder dem Gefühl, euch mitreisen zu lassen, zu glauben, ihr seid die Emotion oder das Gefühl, dreht ihr einen Schritt zurück und sagt, hey, ich beobachte das mal, ich werde neugierig darauf. Was macht dieses Gefühl mit mir? Was macht diese Emotion mit mir? Wo kommt sie her? Wo geht sie hin? Dieser Schritt des Beobachtens löst euch vom Strudel der Emotionen. Ihr tritt einen Schritt zurück und beobachtet quasi den Strudel der Emotionen, anstatt in ihm zu sein und mitzustrudeln. Mit eurem Bewusstsein, was ihr reingebracht habt, trittet ihr einen Schritt zurück und beobachtet, wie von außen. Werdet neugierig, findet es spannend. Ihr habt euer Leben lang vermutlich eure Gefühle und Emotionen unterdrückt, kontrolliert oder ihr habt das Empfinden, die reißen euch einfach mit und ihr könnt gar nichts dagegen tun. Also erstmal Bewusstsein
Und dann anfangen zu beobachten. Und als dritter Schritt, und ich persönlich habe den als sehr unangenehm empfunden, ist, ihr müsst wieder in eurem Körper ankommen. Vielleicht denkt ihr jetzt, naja, ich bin ja den ganzen Tag in meinem Körper. Ich bewege mich ja und mache damit irgendwas. Vielleicht mache ich auch Sport oder Yoga oder Entspannung. Ich meditiere regelmäßig. Aber tatsächlich sind die meisten von uns die meiste Zeit des Tages in unserem Kopf, in unseren Gedanken und das noch nicht mal bewusst. Sondern hier oben plüppelt es den ganzen Tag vor sich hin und dann diese Schmerzgeschichte, die ich eben schon erwähnt habe. Irgendwo in unserem Körper entsteht ein Schmerz. Dann geht unser Bewusstsein aus den Gedanken hinaus in diese Stelle im Körper. Aber das wollen wir nicht. Wir kontrollieren diesen Schmerz. Wir tun etwas gegen den Schmerz, damit wir wieder in unsere Gedanken ankommen. Und meistens vollkommen unbewusst. Also ist der dritte Schritt, dritte Basic, zu lernen, wieder in eurem Körper anzukommen. Zu beobachten, hey, jetzt bin ich gerade in meinem Kopf und jetzt komme ich in meinem Körper an. Und da kann Sport unterstützen, Yoga kann unterstützen, Meditation kann unterstützen. Ich mag es zum Beispiel sehr gerne, so ein schönes Hautpeeling in der Dusche. Und dann ganz bewusst eben in meinem Körper anzukommen, zu sagen, wow, hier habe ich eine linke Hand, hier habe ich Finger, hier habe ich einen Arm, eine Schulter. Ganz bewusst wieder in meinen Körper hineinzufühlen. Und das kann eine sehr große Herausforderung sein. Es gibt einen Grund, warum wir nicht so gerne in unseren Körpern sind. Weil es meistens sehr eng in unseren Körpern ist, sehr unangenehm. Wir spüren Schmerzen vielleicht oder zumindest Dinge, die uns unangenehm sind, Verkrampfungen. Und deswegen lernen wir schon früh, aus unseren Körpern hinauszugehen in unseren Kopf und nur noch von unserem Kopf herauszuleben. Um jedoch Gefühle und Emotionen richtig wahrnehmen zu können und erleben zu können, bewusst erleben zu können, ist es notwendig, in den Körper hineinzugehen. Weil dort finden eure Gefühle und eure Emotionen statt. Nirgendwo sonst. Die sind in eurem Körper. Und wie gesagt, am Anfang kann es eine große Herausforderung sein. Das kann wirklich helfen, vielleicht nur für eine Sekunde, für einen kurzen Moment in eurem Körper anzukommen, euch eures Körpers bewusst zu sein, bevor ihr dann wieder in euren Kopf geht und das macht, was ihr halt den Tagsüber macht. Also 3 Basics. Werdet euch überhaupt erst bewusst, ihr seid fühlende Wesen und es ist okay, dass ihr fühlt. Ihr dürft fühlen. Lasst euch nicht mehr mitstrudeln. Tretet einen Schritt zurück und werdet zum Beobachter, einem neutralen Beobachter, der beobachtet, was passiert in meinen Gedanken, in meinem Körper, in meinem Gefühl. Und drittens, kommt wieder in eurem Körper an. Werdet euch eures Körpers bewusst. Werdet bewusst, dass ihr mit eurem Bewusstsein diesen Körper belebt. Und das sind die 3 Voraussetzungen, die euch auf eurem Weg des Gefühlefühlens unterstützen und helfen werden, weil das quasi eure Basis ist, euer Fundament, zu sagen, indem ich Bewusstsein hineinbringe, indem ich zum Beobachter werde, indem ich in meinem Körper ankomme, kann ich lernen, dem Gefühl zu erlauben zu sein und sich dadurch auch zu lösen. Und irgendwann zu dem Punkt zu kommen, wo ich vielleicht die Emotion, das Gefühl ändern kann, wenn ich es möchte. Und zwar auf einer ganz bewussten Ebene, ohne kämpfen zu müssen, ohne kontrollieren zu müssen, sondern indem man erlaubt. Mein Name ist Johanna und ich habe es mir zur Vision gemacht, das Gefühlefühlen in die Welt hinauszutragen. Ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen sich ihrer Gefühle bewusst werden, sich bewusst werden, welche Auswirkungen ihre Gefühle auf sie selbst und auf ihre Umwelt haben. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal. Vielleicht lasst ein Like da. Und sonst würde mich interessieren, habt ihr Erfahrung damit? Was ist euer Gefühl? Seid ihr in eurem Körper? Habt ihr ein Bewusstsein für eure Gefühle, für eure Emotionen? Schreibt es mir unten in die Kommentare, ich bin gespannt.